Cancun, Palmen, Sand, Blut. Das ist die Geschichte von Sativa Transoor. Eine junge Frau mit einem offenen, lebensfrohen Charakter und einem Freund, der früh als problematisch auffiel. Er hieß Taylor. Im November 2021 reisten sie über Thanksgiving nach Mexiko. Sie wollte eigentlich nach Hause zu Truthahn und den warmen Umarmungen ihrer Familie, landete aber stattdessen in einem Hotel mit jemandem, der absolut nicht mit Niederlagen umgehen konnte. Er schlug auf Möbel ein, auf Menschen und dann auf sie. 2 Tage vergingen, dann brach der Kontakt ab. Keine Anrufe, keine Nachrichten, nur Stille. Und dann ein Anruf vom Konsulat und eine Stimme, die wie aus einem Horrorfilm klang, die mitteilte, ihre Tochter wurde tot aufgefunden. Die Hotelnummer Cancun. Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Nicht von Liebe, nicht von Urlaub, sondern von Angst, Blut und systematischer Gleichgültigkeit. Von Sicherheitspersonal, das die Schreie hörte und wegschaute. Von einem Arzt, der Hilfe anbot, aber nicht darauf bestand. Davon, wie ein scheinbares Paradies zur Falle werden kann, wenn man ein Opfer mit einem Psychopathen darin einsperrt. Sativa versuchte noch in letzter Sekunde mit der Tasche über der Schulter zu fliehen, schaffte es aber nicht. Das ist keine Geschichte über Urlaub, sondern über Gewalt und Eskalation. Jamie Bayo ging Ende November 2021 ihren morgendlichen Aufgaben nach. Es war 9 Uhr morgens, als das Telefon klingelte. Sie erkannte die Nummer nicht und wollte zunächst nicht abheben, da sie dachte, es könnte sich um einen Betrüger handeln. Doch schließlich ging sie ans Telefon und nach wenigen Sekunden veränderte sich ihre Situation schlagartig. Am anderen Ende der Leitung war ein Mitarbeiter des amerikanischen Konsulats in Mexiko. Jamie hatte das Gefühl, nicht atmen zu können, besonders als sie die Worte »Sati ist tot« und die Hotelnummer hörte. Sati war ihre Tochter, die sich zu diesem Zeitpunkt in Cancun, Mexiko, zusammen mit ihrem Freund befand, mit dem sie bereits seit 3 Jahren zusammen war. Für Jamie hätte die Welt in diesem Moment untergehen können und sie hätte sich nicht von der Stelle gerührt. Doch bald wurde ihr klar, dass sie handeln musste. Sie musste herausfinden, wer dieses Verbrechen begangen hatte und den Schuldigen finden. Sati Transoor wurde am 19. Mai 1995 in Spokane, Washington, geboren. Als sie 12 Jahre alt wurde, zog die Familie Transoor nach Cheney, einem Ort, den Sati später als ihr Zuhause bezeichnete. Sati hatte eine Schwester namens Michaela, der sie sehr nahe stand. Sie waren nicht nur Schwestern, sondern echte Freundinnen. Sati besuchte die Cheney High School und schloss sie 2013 ab. Später schrieb sie sich an der Eastern Washington University ein, wo sie Sportwissenschaft studierte. Ihr Traum war es, im Bereich Fitness und Training zu arbeiten. Außerdem plante sie, als Masseurin zu arbeiten. Ihr ansteckendes Lachen war in der Oberstufe allen bekannt. Genau deswegen wurde sie zu einer der charmantesten Studentinnen gewählt. Und auch wenn es ein wenig klischeehaft klingt, war Sativa wirklich ein Mensch, der alles liebte, was Freude bereitete. Sie liebte sonnige Tage, leuchtende Farben, gute Filme und leckeres Essen. Sie genoss einfach das Leben. Im Juni 2017, nach ihrem Universitätsabschluss, zog Sativa nach Milton im Bundesstaat Washington. Sie wollte neue Geschäfte mit legalen Produkten eröffnen, und obwohl sie in der neuen Stadt niemanden kannte, fiel ihr der Umzug leicht. Dank ihrer offenen und freundlichen Art fand Sativa sehr schnell neue Freunde und lebte sich in Milton schnell ein. Bald zog ihre Ausstrahlung die Aufmerksamkeit einer wichtigen Person auf sich. Er hieß Taylor Allen. Sie lernten sich bei der Arbeit in einem Unternehmen kennen. Laut Taylors Bekannten war er das genaue Gegenteil von Sativa. Sie war lebensfroh und neugierig, wie ein Hauch frischer Luft. Taylor hingegen war von Anfang an ein seltsamer Typ. Er war zurückhaltender als Sativa, aber das schien nichts Schlechtes zu sein. Im Gegenteil, ihre Beziehung wirkte wie eine Verbindung zweier unterschiedlicher Hälften, in der jeder die Schwächen des anderen ausgleichen konnte. Das Problem war nur, dass Taylor unter starker Unsicherheit litt. Es schien, als hielte er sich für Sativa nicht würdig und machte sich ständig Sorgen, dass sie ihn verlassen oder ihn betrügen würde. Er selbst verstand nicht, woher dieses Gefühl kam, aber für seine Umgebung war es offensichtlich, dass er paranoid war. Wenn seine Ängste die Oberhand gewannen, begann er, Sativas Nachrichtenverkehr über seinen Laptop zu überwachen.
Jede Nachricht, die sie erhielt, erschien auch bei ihm. Das wirkte völlig verrückt. Nach außen hin wirkte Taylor wie ein charmanter, umgänglicher Typ. Doch hinter verschlossenen Türen hatte er mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen. Bald begann er, Sativa zu isolieren. Er verbot ihr, sich mit Familie und Freunden zu treffen. Und wenn sie es doch tat, machte er nach den Treffen einen Aufstand. Und Sativa begann zu zweifeln, ob es sich überhaupt lohnte, irgendwo hinzugehen. Schließlich blieb sie mehr zu Hause und entfernte sich von ihren Lieben. Und das war schon schwer genug. Doch die Situation verschlimmerte sich, als Taylor begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Das verstärkte seine Paranoia nur noch. Einmal beschrieb Sativa Taylor in einem Gespräch mit einer Freundin in solchen Momenten buchstäblich als ein Tier. Es war offensichtlich, dass Sativa in einer sehr schwierigen Lage war und Taylor befand sich offensichtlich in einer noch schlimmeren. Außerdem handelte er mit illegalen Substanzen und geriet mehrmals ins Visier der Polizei. Er wurde sogar wegen Handels mit illegalen Substanzen festgenommen und das bedeutete den endgültigen Zusammenbruch ihrer Beziehung. Sativas Schwester Michaela kam oft zu Besuch, obwohl Taylor sich bei ihren Besuchen nie blicken ließ. Ihr fielen sofort die riesigen Löcher in den Wänden auf, zerbrochene Regale, zerschlagene Tische und überall verstreutes Glas. Michaela begann zu ahnen, dass etwas nicht stimmte. Aber Sativa versuchte immer alles zu verbergen. Taylor zerstörte ihre Beziehung endgültig. Sativa fühlte sich in der Falle. Sie war gezwungen, seine Eskapaden zu vertuschen, auch wenn sie davon träumte, zu gehen. Doch sobald sie auch nur andeutete, davon zu sprechen, drohte Taylor, sich das Leben zu nehmen, sollte sie ihn verlassen. Im November 2021 war Thanksgiving und Sativa wollte zu ihrer Familie fahren. Es war schon lange her und sie wollte einfach nur etwas Zeit mit ihrer Familie und ihren Lieben verbringen. Aber Taylor hatte andere Pläne. Er organisierte eine Reise nach Cancún, Mexiko, genau an dem Tag, an dem Sativa zu ihren Verwandten fahren wollte. Niemand erfuhr jemals, ob das ein Zufall war oder ob er alles absichtlich so arrangiert hatte. Aber viele sind überzeugt, dass Taylor Sativa tatsächlich dazu gezwungen hat, die Reise mit ihm zu wählen, anstatt sich mit ihren Lieben zu treffen. Sativa, die spürte, wie isoliert sie war, willigte schließlich ein. Natürlich liebte Sativa Cancún. Es war ihr Lieblingsort für den Urlaub. Aber viele glauben, dass Taylor genau deshalb dieses Reiseziel gewählt hatte. Er wusste, dass sie nicht ablehnen konnte. Als diese Nachricht ihr Umfeld erreichte, waren Freunde und Verwandte schockiert. Eine ehemalige Chefin von Sativa und Taylor, Stacia Shirley, erzählte eine Geschichte, die vieles erklärte. Stacia behauptete, Taylor habe einen furchtbaren Charakter gehabt. Sie erinnerte sich noch gut an einen Vorfall, als Taylor versuchte, einen Schreibtisch für sie zusammenzubauen und ihn, als er wütend wurde, einfach mit einem Vorschlaghammer zertrümmerte. Dieser Vorfall zeigte deutlich, dass Taylor überhaupt nicht mit Enttäuschungen umgehen konnte und seine Aggression sich oft an seinen Mitmenschen ausließ. Die Möbel waren nur das erste Ziel. Dieser Mann war 3 Jahre lang mit Sativa zusammen. In dieser Zeit versuchte sie mehrmals, die Beziehung zu ihm zu beenden, doch jedes Mal fand Taylor die richtigen Worte, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Er hatte offensichtlich mit ernsthaften inneren Problemen zu kämpfen. Schließlich willigte Sativa ein, nach Cancún zu fahren, doch als sie nach Milton zurückkehrte, hatte sie bereits fest beschlossen, endgültig mit ihm Schluss zu machen. Doch dazu kam es nie, denn Sativa wird nicht mehr aus Cancún zurückkehren, zumindest nicht lebend. Am 25. November 2021 reisten Sativa und Taylor nach Cancún. Und in der für Taylor typischen Art konnte er nicht einmal ruhig am Check-in am Flughafen vorbeigehen, ohne schon einen Streit anzufangen. Anscheinend waren ihm Ruhe und Gelassenheit völlig fremd und der Urlaub begann sofort mit nervöser Anspannung. Vor dem Abflug schrieb Sativa Michaela Glückwünsche zum Erntedankfest und gestand ihr ihre Liebe. Danach postete sie Fotos in den sozialen Netzwerken, sonnige Landschaften, ihr Lächeln, die Freude über das warme Wetter. Es schien, als würde Sativa ihren Urlaub wirklich genießen. Doch schon nach 2 Tagen begannen ihre Freunde Michaela anzurufen. Bis dahin hatte Sativa ständig Kontakt gehalten, Nachrichten geschrieben, Fotos geteilt und erzählt, wie ihr Urlaub verlief. Doch plötzlich reagierte sie nicht mehr. Ihr Telefon verstummte.
Einer ihrer Freunde berichtete etwas Schreckliches. Sativa hatte noch rechtzeitig geschrieben, dass es zwischen ihr und Taylor zu einem Konflikt gekommen war, der in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte, so heftig, dass Sativa Verletzungen davontrug und genäht werden musste. Ihre Angehörigen schlugen sofort Alarm. Nie zuvor war die Situation so weit gegangen und niemand verstand, wie sich alles so schnell verschlechtern konnte. Sie versuchten, Sativa anzurufen, aber sie ging nicht ans Telefon. Sie schrieben ihr Nachrichten, erhielten aber keine Antwort. Der Tag ging in den Abend über und die Sorge wurde immer größer. Sativas Telefon klingelte nicht mehr. Alle Nachrichten blieben ungelesen. Als die Nacht dem Morgen wich, erhielt Jamie, ihre Mutter, einen Anruf, der zum schrecklichsten Moment ihres Lebens wurde. An einem schrecklichen Tag Ende November 2021 erhielt Sativas Mutter einen Anruf vom amerikanischen Konsulat in Mexiko und die Worte des Vertreters ließen das Leben all ihrer Angehörigen stillstehen. Sativa wurde leblos in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Ihr Körper war nicht einfach nur leblos. Ein einziger Blick darauf machte deutlich, dass sie etwas Schreckliches durchgemacht hatte. Es gab keinen einzigen Fleck auf ihrem Körper, der nicht mit Blutergüssen und Verletzungen übersät war. Es war wirklich schrecklich. Für Sativas Familie wurden die Versuche zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, zu einem regelrechten Kampf. Sie mussten Hunderte von Kilometern und eine Sprachbarriere überwinden, doch Sativas Angehörige hatten Fragen, auf die sie Antworten verlangten. Obwohl sie nicht genau wussten, wie die Situation zu einer Tragödie eskaliert war, gelang es Michaela und den übrigen Verwandten Stück für Stück Informationen zusammenzutragen, aus Zeugenaussagen, Kameraaufnahmen und Polizeiberichten. An dem Tag, an dem Sativa ihr Leben verlor, begann alles ganz normal, so normal, wie es eben sein kann, wenn man mit einer Person in einem fremden Land Urlaub macht, in deren Nähe man sich nicht sicher fühlt. Das Paar wurde am Abend des 26. November in einem Restaurant gesehen und Zeugen berichteten, dass zwischen ihnen alles ruhig wirkte. Doch diese Ruhe hielt nicht lange an. Nach dem Abendessen gingen sie in eine Bar. Taylor trank ein wenig und Sativa bemerkte, wie Taylor begann, mit einer anderen Frau zu flirten. Das verletzte und verärgerte Sativa. Taylor schaffte es, sich direkt vor ihren Augen so zu verhalten, trotz all der Schwierigkeiten, die sie durchgemacht hatten und all ihrer Versuche, sich von ihm zu trennen. Das alles erschien sinnlos. Als er auf frischer Tat ertappt wurde, fing Taylor, der damals 31 Jahre alt war, an, sich wie ein launischer Junge zu benehmen. Er bekam einen Wutanfall, warf mit Gegenständen um sich und richtete ein regelrechtes Chaos an. Das Sicherheitspersonal der Bar bat ihn, den Raum zu verlassen, und auf dem Weg zum Hotel sprang er über Stühle und Zäune, fiel mit dem Gesicht voran hin und benahm sich wie ein Verrückter. Das Personal bat Sativa, ihn bis zum Morgen nicht aus dem Zimmer zu lassen. Als sie schließlich in ihr Zimmer zurückkehrten, gingen bei der Rezeption Anrufe ein, in denen von Frauenschreien berichtet wurde, die aus ihrem Zimmer drangen. Als das Personal in den 4. Stock hinaufstieg, war es schockiert. Sativa stand vor ihnen mit einer etwa 4 Zentimeter langen, tiefen Wunde am Kinn. Was genau in jenem Zimmer vorgefallen war, blieb jedoch bis zum Schluss unklar. Offensichtlich war ein Streit ausgebrochen, der damit endete, dass Sativa schwer verletzt wurde. Ihre Wunde war so tief, dass sie genäht werden musste. Sativa wurde in die Lobby gebracht, wo ein Arzt sie untersuchte, während Taylor sich in der Zwischenzeit aus dem Fenster des Zimmers rettete und neben den Klimaanlagen lag. Er war sichtlich nicht bei sich. Ein Sicherheitsbeamter ging auf ihn zu, doch er murmelte etwas von einem Sprung vom Balkon und davon, dass er nicht wisse, wo er sei. Das Personal rief die Polizei, doch bevor diese eintraf, wurde Taylor wieder ins Zimmer gebracht. So kam es nie zu einem Gespräch der Polizei mit ihm oder mit Sativa. Wäre das geschehen, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Während Sativa die Wunde genäht wurde, beteuerte sie immer wieder, dass sie selbst gestürzt sei, dass Taylor sie nicht geschlagen habe und dass sie sich liebten. Nach Aussage des Arztes habe er ihr sogar angeboten, in einem anderen Zimmer zu übernachten, aber Sativa habe offenbar abgelehnt. Michaela glaubte ihr kein Wort. Es ärgerte sie, dass Sativa in einem fremden Land war, die Sprache nicht beherrschte und von einem Mann, der 3-mal so groß war wie sie, misshandelt wurde. Sie glaubte, dass ihre Schwester so verängstigt war, dass sie nicht einmal verstanden hatte, was der Arzt ihr genau angeboten hatte.
Nachdem Sativa genäht worden war, wurde sie in ein anderes Zimmer im Erdgeschoss gebracht, damit Taylor nicht erneut aus dem Fenster springen konnte. Doch was danach geschah, weiß niemand. Bekannt ist nur, dass die Nachbarn mitten in der Nacht Frauenschreie aus ihrem Zimmer hörten. Doch dieses Mal rief niemand irgendwohin an, nicht einmal in die Lobby. Niemand wandte sich an die Polizei. Alle, die die Schreie hörten, wandten sich einfach ab. Auch der Leiter des Sicherheitsdienstes des Hotels hörte sie, unternahm aber nichts. Die Hotelangestellten und das Sicherheitspersonal hatten angeblich Angst vor Taylor, einem großen und aggressiven Mann. Doch gerade sie waren für die Sicherheit im Hotel verantwortlich. Letztendlich trauten sie sich einfach nicht einzugreifen. Am Morgen verließ Taylor das Zimmer, sauber und ruhig, und teilte der Rezeption mit, dass seine Freundin bewusstlos sei. Als das Personal schließlich die Tür öffnete, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Sativa wurde mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden neben dem Bett gefunden. Ihr Körper war von Kopf bis Fuß mit Blutergüssen und Abschürfungen übersät. Es war schrecklich. Ihre Tasche hing noch an ihr. Es schien, als hätte sie versucht, ihre Sachen zusammenzupacken und vor Taylor zu fliehen. Aber es war ihr nicht gelungen. Als die Ermittler eintrafen, war sofort klar, dass Sativa nicht nur das Bewusstsein verloren hatte, sondern nicht mehr am Leben war. Sativas Leiche wurde zur Obduktion gebracht. Der Gerichtsmediziner erkannte sofort, was genau geschehen war. Taylor hatte sie so schwer misshandelt, dass sie nicht mehr zu erkennen war. Er hatte sie mit eigenen Händen in den Tod getrieben. An Sativas Körper fanden sich zahlreiche Spuren von Abwehrkämpfen. Sie hatte versucht, sich zu wehren, doch das reichte nicht aus. Sativa wog nur etwa 63 Kilogramm, Taylor hingegen über 115 Kilogramm. Sie war völlig schutzlos gegenüber einem Mann, der viel größer und brutaler war. Ihr Tod war so qualvoll und tragisch, dass ihre Angehörigen es bis heute nicht fassen können. Sie geben sich selbst die Schuld dafür, dass sie die Anzeichen des Unglücks gesehen und nichts unternommen haben. Nun musste die Polizei den Täter finden und bald wurde klar, wer es war. Zeugenaussagen und die Ereignisse vor der Tragödie deuteten auf Taylor Allen hin, der sofort festgenommen wurde. Dass Sativa aus Washington stammte und ihr Leben in Cancun ein jähes Ende fand, wollte die Familie den Leichnam nach Hause überführen. Die Angehörigen wollten eine weitere Obduktion durchführen lassen und sie dort beerdigen, wo sie geboren wurde und gelebt hatte. Doch der Transport der Leiche in ein anderes Land ist mit hohen Kosten verbunden und der Familie gelang es nicht, die erforderliche Summe sofort aufzubringen. Michaela richtete eine Spendenseite ein, um ihre Schwester nach Hause zu holen, ihr einen würdigen Abschied zu bereiten und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Michaela hatte nicht vor, aufzugeben. Sie war bereit, alles zu tun, damit ihrer Schwester, die gütig, fröhlich und liebevoll war, Gerechtigkeit widerfuhr. Ihr einziger Fehler war, so lange Geduld zu haben und bei Taylor zu bleiben, trotz seiner Aggressivität. Der Fall Sativa wurde in Mexiko verhandelt, was erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte. Die Sprachbarriere und die Notwendigkeit, häufig von den USA nach Mexiko zu reisen, erschwerten die Situation erheblich. Am 8. Dezember 2021 gelang es der Familie, einen Anwalt für Sativas Fall zu engagieren, der mit dem Staatsanwalt zusammenarbeitete. Am nächsten Tag wurde Sativas Leichnam in die USA überführt und die Familie konnte sie auf ihrem letzten Weg begleiten. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Der Familie wurde versprochen, dass der Fall vor einen der strengsten Richter Mexikos kommen würde. Zu Beginn des Jahres 2022 beantragten Taylors Verteidiger 2 weitere Monate für die Ermittlungen, was ihnen gewährt wurde. Doch obwohl inzwischen mehr als 2 Jahre vergangen sind, gab es keine neuen Nachrichten über den Prozess. Die Staatsanwaltschaft forderte für Taylor 50 Jahre Haft. Das ist die Höchststrafe für solche Verbrechen in Mexiko. Aber warum er bis heute nicht verurteilt wurde, weiß niemand. In einem mexikanischen Gefängnis schloss sich Taylor einem Kartell an und versuchte, sich freizukaufen. Doch offenbar ging sein Plan nicht auf. Die Familie Sativa hofft, dass nach all diesen qualvollen Monaten und Jahren des Kampfes die Gerechtigkeit doch noch siegen wird. Doch Taylor war offenbar nicht der einzige Schuldige. Michaela vermutet, dass Taylors Mutter, Rosa Duran, nach Sativas Tod in deren Wohnung eingedrungen ist und Wertgegenstände mitgenommen hat.
darunter den Safe und die Schlüssel zu beiden Autos. Rosa rief ständig in der Wohnanlage an, in der Sativa lebte, und bat darum, sie hereinzulassen. Da sie jedoch nicht im Mietvertrag aufgeführt war, wurde ihr der Zutritt verweigert. Kurz nach ihren beharrlichen Anrufen kam es zu einem Einbruch in die Wohnung und danach hörten Rosas Anrufe plötzlich auf. Außerdem hatte Rosa Sativas Diensthund namens Shadow behalten, obwohl Sativa das nie erlaubt hatte. Michaela sagte, dass ihre Schwester vorhatte, Shadow direkt nach dem Urlaub von Rosa abzuholen, aber dieser Tag kam nie und nun war auch der Hund gefangen. Die Beziehung zwischen Sativa und Rosa war schon immer angespannt. Sativa war der Meinung, dass Rosa Taylor ständig kontrollierte und versuchte, beide zu manipulieren, damit sie nach der Reise näher zu ihr ziehen würden. Dies zeigte einmal mehr, dass sowohl Mutter als auch Sohn die Verantwortung für alles übernehmen mussten, was sie getan hatten. Michaela hatte es sich zum Ziel gesetzt, Frauen zu helfen, die sich in ähnlichen Beziehungen befanden, damit sie die Warnsignale erkennen und um Hilfe bitten konnten. Sie glaubte, dass Sativa gewollt hätte, dass ihre Geschichte das Leben anderer verändert. Michaela schwor sich, nicht aufzuhören, damit niemand mehr das durchmachen musste, was ihre Schwester durchgemacht hatte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.